Hi. Viele von euch, und da bin ich ganz sicher, waren am Wochenende, am Samstag in Hamburg und haben die Eintracht zu einem Sieg geschrien. Einem immens wichtigen Sieg. 1:0 gegen FC St. Pauli. Ich muss sagen, ich war nicht vor Ort. Ich war im Ruhrgebiet. Und zwar war ich auf einem Geburtstag zweier Freundinnen, zweier sehr enger Freundinnen, zweier homosexueller Freundinnen bzw. queerer Freundinnen. Und ich muss sagen, den Banner, den ich während des Spiels dort gesehen habe, der da ausgerollt wurde, der ist mir aufgefallen, den habe ich gesehen und der hat mich berührt. Und zwar sehr negativ berührt. Denn ich habe das Gefühl, dass damit klargemacht werden sollte, dass Menschen, homosexuelle Menschen, queere Menschen in der Kurve nicht willkommen sind. Und ich glaube, das ist ein Statement, das können wir so nicht stehen lassen. Und ich glaube, das ist ein Statement, was mit den Werten von Eintracht Frankfurt nicht in Einklang zu bringen ist. Und ich glaube, das müssen wir klar machen. Dementsprechend hoffe ich, dass wenn wir uns die Folge jetzt anschauen, Fußball 2000, dass allen klar ist, dass Homophobie, Queerenfeindlichkeit im Stadion nichts verloren hat. Ich würde sagen, gehen wir rein in die Folge. Fußball 2000. Ja, vielen Dank, lieber Marvin. Eine wenig chaotische Drehsituation für uns heute. Ich kann abschließend dazu sagen, ich hoffe, dass die Eintracht immer noch die Strukturen hat, wo Gespräche stattfinden aufgrund dieser Thematik, wo den Leuten zugehört wird und dass die Eintracht das irgendwie hinkriegt, auch diese Krise zu bewältigen. Aber wir müssen natürlich auch über sportliche Dinge sprechen, lieber Christopher. Wir beide sind die letzten Verbliebenen. Reichs Kind ist krank, Marvin hat einen Termin, wir beide sind verblieben, um über das Spiel in Hamburg zu sprechen. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich wohlbehalten wieder hier bin. Hamburg, 5 Jahre nicht in der Bundesliga. Hamburg hat mich schon gefressen am Freitagabend. Also ich war froh, dass ich es irgendwie einigermaßen überlebt habe am Samstag und dann abends ins Bett gefallen bin. Die Eintracht ist gefühlt auch ins Bett gefallen nach diesem Spiel und konnte froh sein, dass dieses Spiel am Ende gewonnen wurde. Wie war dein Empfinden von diesem Spiel? Du warst auch dort? Ja, ich fand eigentlich, die erste halbe Stunde hat mir persönlich gut gefallen. Pauli stand extrem tief. Die Eintracht hat trotzdem irgendwie, finde ich, das ganz passabel gemacht, auch Chancen entwickelt. Ich meine, gute Chancen teilweise, liebe Grüße an Hugo Ekitike. Erster Mamouche mit einer Doppelchance, dann Ekitike mit einem Abseitstor, wo er wirklich knapp auch im Abseits stand. Das hat er da gut gemacht, um dann halt diesen Slapstick-Moment zu haben. Tut mir ein bisschen leid momentan, der Hugo, der hat eigentlich der spielt eigentlich eine gute Saison, hat jetzt aber so ein bisschen ein kleines Tief. Da muss er sich jetzt einfach rausarbeiten. Und da kommt natürlich in der 32. Minute die Geschichte des Spiels. Mamouche, um den sich alles dreht, macht es halt auch wieder sensationell mit dieser kurzen Körpertäuschung, den Gegenspieler damit völlig aus dem Spiel nehmen, das Ding dann in den Winkel zu hämmern. Dann sein Jubel, der jetzt nicht ein Abschiedsjubel war, sondern so gedämmt war, weil er bei Pauli gespielt hat, Respekt gezeigt hat. Das war in Wolfsburg ein bisschen anders, aber zeigt auch, wo er sich so richtig wohlfühlt und wo nicht. Und dann kommt dieser unerklärliche für mich, ich weiß nicht, ob du irgendeine Erklärung hast, aber mit diesem Tor nimmt das Spiel eine Wende, dass du auf einmal das Gefühl hast, die Eintracht hängt in den Seilen und bettelt eigentlich schon in der ersten Halbzeit um diesen Ausgleichstreffer, der dann in dieser Tiefe in der Nachspielzeit durch so einen klumpenlangen Ball, wie du ihn eigentlich aus der Kreisliga kennst, wo du denkst, der muss doch jetzt locker wegverteidigt werden, ist der Theater im 1 gegen 2 und der knallt auch an den Pfosten. Und ich glaube, das hat auch was im Kopf der Spieler gemacht, war so mein Eindruck für die ganze zweite Halbzeit. Ja, ich finde gut, dass du sagst, dass die erste Halbstunde gut war, weil das fand ich auch. Weil das St. Pauli-Spiel war ja vorher schon erwartet schwer. Du hast ja das Gefühl gehabt, okay, die haben wenige Tore gefressen, die haben gegen gute Mannschaften gut ausgesehen, die haben nie hoch verloren, sondern die sind sehr, sehr gut organisiert. Dann hatte man gleichzeitig die Angst, weil man das Gefühl hatte, in den letzten Wochen ist diese Qualität der Eintracht so ein bisschen unter den Tisch gefallen, gerade diese Spiele dann gut zu bestreiten, sondern du hast so ein bisschen Flashbacks in die alte Saison gehabt, hast das Gefühl gehabt, okay, da muss wieder ein neuer Drive rein und die Eintracht hat es geschafft. Im Endeffekt sich dafür, dass es so eng war, echt gute Chancen rauszuspielen. Ja. Also du hattest ja also in den ersten 30 Minuten schon Chancen, wo du sagst, okay, die Eintracht kann hier auch 2:0 führen, ohne dass viel zusammenkommen muss, sondern dann führst du 2:0, hast eine gewisse Sicherheit, mit der du dann das Spiel irgendwie zu Ende bringst, aber dann hast du recht, dann ist irgendwann irgendwas passiert und ich kann gar nicht mal beziffern, wann und warum. Es gibt ja manchmal in Spielen so Situationen, wo du sagst, ey, boah, da gab's das und das, da ist dann das Spiel gekippt, sondern das hat sich so eingeschlichen, dass du das Gefühl hattest, in irgendeiner Art und Weise bringt die Eintracht St. Pauli wieder zurück ins Spiel und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Weil ich hatte mit Marvin, als wir die Highlights kommentiert haben, könnt ihr euch auch noch mal anschauen, schon die Diskussion, lag das an Pauli oder lag das an der Eintracht?
Ja. Und meiner Meinung nach lag das an der Eintracht. Also ich fand nicht, dass St. Pauli in irgendeiner Art und Weise mich jetzt beeindruckt hat, so dass du sagen kannst, okay, da musste man dann gegenhalten und die Eintracht hat gut dagegen gehalten, sondern nein, du hast es gesagt, diese größte Chance von St. Pauli, die war so rausgespielt, wie wenn wir probieren würden, Chancen rauszuspielen. Ich würde dir schreien, Christopher, lauf, lauf, ich kann nicht dribbeln, ich wichse den Ball nach vorne. Lauf, genau, so würde ich es probieren. Und dann kommen merkwürdige Chancen für St. Pauli zustande, weil die Eintracht auch Räume lässt. Und das hat sich dann, um jetzt mal auf die zweite Halbzeit zu kommen, oder hast du noch Ergänzungen zur ersten Halbzeit? Nee, erste Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit setzte sich das fort. Ja. Dass du das Gefühl hattest, und ich saß auf der Haupttribüne und auf der Seite habe ich das Gefühl gehabt, war ein unglaubliches Loch immer. So, St. Pauli konnte auf ihrer rechten Seite sich komplett problemlos immer auf der Eintracht linken Seite immer problemlos in diesen Halbraum kombinieren, weil dort niemand war. Das heißt, du hattest als St. Pauli, als St. Pauli in dieser Region des Spielfelds unglaublichen Kontakt dann plötzlich zum Strafraum und ich habe gar nicht verstanden, warum. Das war echt extrem. Ich saß auch auf der Haupttribüne, wir Presseleute, und da war das klar zu sehen, dass St. Pauli das Spiel über die Seite bis kurz vor den Strafraum tragen konnte. Genau. Und dann haben die ja permanent mit diesen... Also St. Pauli hat eigentlich die Dinge gemacht, die du nicht machen solltest. Planlos lange Bälle nach vorne schlagen und Halbfeldflanken reingeben. Aber die haben eine unfassbare Gefahr erzeugt, weil auch die Defensive sehr ungeordnet war. 2 wichtige Spieler, beziehungsweise dann 3, waren auch gelb vorbelastet mit Christensen, Collins und Koch. Auch zu Recht, also am Schiri, das kann man gleich mal sagen, muss man da überhaupt kein Thema draus machen. Das waren berechtigte gelbe Was aber auch eine Nachricht ist bei Harm Osmas. Was auch eine Nachricht. Aber man hat sich komplett das Spiel von Pauli aufdrücken lassen. Und ich fand, für die Qualität, die man trotzdem nach vorne hatte, ist mir irgendwie ein Lattentreffer von Christensen und noch eine gerade so geklärte Chance gegen Matanovic ist mir dann noch zu wenig bei den Konterchancen, die Pauli ja auch gegeben hat, weil wir reden immer noch von St. Pauli, das ist ja jetzt keine hochklassig verteidigende Mannschaft, die machen das diszipliniert, die machen das zu ihrer Art und Weise gut, aber in der zweiten Halbzeit fand ich, war das ganze Spiel der Eintracht, ich nehme mal das Wort fickerig, das war mir zu hektisch, von vorne nach hinten, und das hat sich dann natürlich auch auf das ganze Stadion wieder übertragen. Die Fans waren dadurch permanent da, die haben ihre Mannschaft nach vorne getragen, und die Eintracht, ja, du merktest halt schon, die kommt aus einer Phase, 5 Ligaspieler am Stück verloren mit enorm vielen Gegentoren, dann auch das Testspiel gegen Mainz verloren. Die waren, glaube ich, am Ende einfach froh, 1:0. Und am Ende haben sie es aber auch wenigstens dann dreckig rübergebracht, weil ich fand die Tuta-Einwechslung, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber die hat der Defensive noch mal richtig gut getan für die Schlussminuten. Ja, ich hatte das Gefühl, die Eintracht hätte sich trotzdem das Leben leichter machen können in diesem Spiel, indem sie früher den Sack zumacht, weil die Chancen wären da gewesen. Also du hast ja die Möglichkeiten gesehen, wie die Räume sich dann zwangsweise irgendwie aufgemacht haben. Ja. Also es liegt ja in der Natur der Sache, dass St. Pauli dann mit dem 1:0 nicht zufrieden ist und dass du dann Räume kriegst. Die hat die Eintracht nicht so gut gespielt und ich konnte nicht ganz genau greifen, warum. So, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, ein bisschen was hat man dann doch aus dem Winter mit ins neue Jahr geschleppt. Und da hatte ich vielleicht ist die Hoffnung naiv, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, gut, dass sie sich unter Weihnachtsbaum und Silvester mal ein bisschen geschüttelt haben und jetzt go, go, go. Nee, also du hast schon noch so ein bisschen Sand im Getriebe mitgeschleppt aus dem alten Jahr, weil das war an gewissen Stellen auch zu statisch. Also es gab Situationen, wo Kevin Trapp den Ball hatte und wo sonst jeder andere Spieler von Eintracht gestanden hat. So, das heißt, du hattest quasi so, ich habe es in der Reaction mit Eddie schon gesagt, liebe Grüße, du hattest das Gefühl, da gab es ein Standbild über 20 Sekunden, was sich über 20 Sekunden nicht ändert. Du bist so und willst irgendwie jemand sagen, so Leute, jetzt mach irgendwie irgendwas. Ja. Weil in Sequenzen kommt es ja dann doch. Also es gab ja die eine oder andere Situation, die gut durchkombiniert war, wo dann Ansgar Knauf ein bisschen Räume hatte und so weiter und so fort. Heulund aber auch ganz gut gemacht. Heulund hat ja das quasi die Matanovic-Chance, die du angesprochen hast, vorbereitet. Aber irgendwie, da bin ich ganz ehrlich, irgendwie hat mir was gefehlt. Mir hat irgendwie was gefehlt im Sinne von, ja, let's go. Weil dass am Ende das 1:1 nicht fällt, lag meiner Meinung nach auch nicht nur an der Eintracht, sondern auch so ein bisschen am Unvermögen von St. Pauli. Weil die hatten am Ende dann schon Situationen, wenn du cleverer bist, macht St. Pauli das 1:1 und dann hätte sich, und das gehört dazu, keiner beschweren können. Also ich glaube, die Eintracht kann sich nicht hinstellen und sagen, boah, da haben wir aber riesen Pech gehabt, dass hier noch der Ausgleich fällt, sondern das wäre vielleicht dann unglücklich gewesen, aber nicht unverdient. Lassen wir mal kommentieren. Fandet ihr, war der Sieg verdient? War es ein glücklicher Sieg? Ich würde mal sagen, es war ein Sieg, der dich durchatmen lässt, weil er enorm wichtig war. Es war ein Sieg, Christopher. Und das war richtig wichtig. Es war ein Sieg nach 5. Lass uns trotzdem nochmal die Wichtigkeit dieses Sieges betonen. Ja.
Genau, Weil am Ende da wollte ich gerade gibt's ja auch nämlich noch andere Mannschaften, die in der Bundesliga mitspielen. Und das wäre eng geworden, wenn die Eintracht nicht da die 3 vollen Punkte holt. Mainz hätte dich überholt. Was gar nicht geht. Ja, aber es wäre gewesen. Also Ja. wenn du nicht 3 Punkte geholt hättest, wärst du überholt worden oder punktgleich. Ich kenne jetzt die Konstellation nicht ganz genau. Dann Stuttgart wäre enorm nahe dran gerückt, die ich immer noch als einen der Hauptkonkurrenten mitsehe, wenn man um die Ränge 3 bis 5 sozusagen redet. Leipzig hätte dich überholt. Also du wärst ruckzuck, auf einmal in diese restenglische Woche gegangen mit einfach mit einem richtig schlechten Gefühl. Und deshalb, das war ein richtig wichtiger Sieg, der erstmal zum Durchatmen reicht, vielleicht auch mal die Köpfe frei zu bekommen, der aber natürlich erst eine Trendwende werden kann, wenn du morgen gegen Freiburg nachlegst. Zum Freiburg-Spiel kommen wir gleich noch, lieber Christopher, weil ich meine, wir müssen die Geschichte ansprechen. Wir hatten noch keine lange Sendung nach der Bekanntgabe, dass der Wechsel von Omar Mamouche doch konkreter wird, als wir uns das noch vorstellen konnten. Ich weiß noch, Marvin und ich saßen auch in einem Café letzte Woche und waren eigentlich ganz entspannt. So haben gedacht, ach guck mal, für Eintracht-Fans ist das doch ein ungewöhnlich ruhiger Transferphasen-Zeitfenster, bla bla bla. Also da haben wir uns ein bisschen getäuscht. So, weil am Ende kam sehr schnell sehr viel Dynamik in diese Mamouche-Geschichte, die gerade so ein bisschen rausgeht. Ich meine, wir nehmen hier jetzt um 11 Uhr ungefähr auf. Wir wissen natürlich nicht, was jetzt bis 18 Uhr noch passiert, weil es kann eine dynamische Lage werden, wie wir das aus den letzten Jahren und letzten Monaten und letzten Transferfenstern kennen. Aber aktuell sagt mir mein Gefühl, dass Omar Mamouche eventuell im Winter schon geht. Und auch das St. Pauli-Spiel, aber nicht nur, hat mir schon gezeigt, das wäre ein unglaublicher Verlust, weil das ein unglaublicher Spieler ist, der unglaublich wichtig für dieses Spiel ist. Wie ist der aktuelle Stand bei dir gerade? Aktuell Montag 11 Uhr. Gehst du davon aus, dass Mamouche wechselt oder kann da vielleicht auch nochmal eine Dynamik in die andere Richtung entstehen, dass die Ablöseverhandlungen vielleicht dann stoppen? Ja, also jetzt erstmal Stand ist seit Samstagabend derselbe geblieben. Da hat sich nichts geändert. Omar Mamouche ist Spieler von Eintracht Frankfurt. Omar Mamouche ist nicht in einem Privatchat zu Manchester City oder sonst wem unterwegs. Nach meinem Wissen trainiert er gerade ganz normal mit der Mannschaft mit. Jetzt am Montagvormittag, was natürlich am Montagabend um 18 Uhr ist, werden wir sehen. Aber es stand jetzt keine Offerte, kein Nichts. Die Eintracht hat schon eine recht klare Preisvorstellung und die muss über dem Marktwert liegen, weil wenn ein Omar Mamouche geht, brauchst du Ersatz und der wird dann auch über seinem Marktwert liegen. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendeinen Schnäppchenpreis, wenn Manchester City denkt, sie können Omar Mamouche für 50 oder 55 Millionen verpflichten, dann wird Markus Krösche klar machen, das wird nicht gehen. Ob es am Ende die jetzt viel gerüchteten 80 Millionen Euro Preisschild sind, darauf würde ich jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber wenn wir jetzt mal sagen, Omar Mamouche hat einen Marktwert von 60 Millionen, dann musst du mal 10 Millionen drauflegen und den im Winter aus Frankfurt loszueisen, also 70 Millionen, damit die Eintracht ihrerseits aktiv werden kann auf dem Transfermarkt, weil ein Omar Mamouche, du sagst es richtig, es ist ein Ausnahmespieler, das ist ein Unterschiedsspieler, den du dir selbst entwickelt hast. Der kam nicht als dieser Unterschiedsspieler, du hast ihn dahin entwickelt. Das macht mir auch die Hoffnung für die Zukunft, dass du wieder einen Spieler hast, den du dann auch wieder dahin entwickelst. Die Eintracht entwickelt sich das selber. Aber trotzdem, ein Mamouche-Ersatz, den wirst du nicht bekommen für 100.000 Euro auf dem Wintertransfermarkt, sondern der wird dann wahrscheinlich auch 20 Millionen kosten oder 25 Millionen. Deshalb, Manchester City entscheidet, wann da Dynamik reinkommt und wie viel sie bereit sind zu zahlen. Ist ihnen Omar Mamouche 70 bis 80 Millionen Euro wert, dann werden sie das machen, dann kann das auch schnell gehen. Ist ihnen das nicht wert, weiß ich nicht, ob die sich vielleicht auch noch mit 2, 3 anderen Spielern einigen und sagen, einen Spieler der Qualität Omar Mamouche für sich, der da vielleicht Backup erst mal hinter Haaland wäre und vielleicht Ersatz auf den Flügeln, den kriegen sie dann vielleicht auch noch woanders schon ein bisschen weniger Geld. Das wird die Zukunft zeigen. Und da bin ich auch ehrlich, liebe User, liebe Zuschauer, das kann ich aktuell nicht einschätzen. Ich werde immer wieder gefragt und ich sage, ich kann es euch einfach ehrlicherweise nicht sagen, wo Omar Mamouche ab 4.3. spielt. Ja, aber ehrlich gesagt finde ich das erfrischend ehrlich. Weil gerade in so Zeiten, wo du alle zu jedem Thema irgendwie eine Meinung haben musst und bla bla, einfach auch mal sagen, du weißt es nicht. Weil ich finde es sehr, sehr schwierig. Weil es gibt natürlich auch im Freundeskreis dann Diskussionen. Und dann probiert man sich selber eine Position drauf zu schaffen, zu sagen, okay, ab wann würde ich verkaufen, würde ich überhaupt verkaufen, ist es nicht traurig?
Hat man sich nicht vielleicht zu sehr schon daran gewöhnt, dass auch das alles wie so ein Managerspiel geworden ist? Weil man auch die Person Omar Mamouche und seine Positivität auf dem Feld natürlich vermissen wird. Aber so ein bisschen habe ich da bei mir auch schon so Abgestumpftheit festgestellt. Ja. Dass bei mir auch plötzlich anfängt so, ah ja, dann kriegen wir so und so viel Geld und dann kann man so, weißt du, was ich meine? Ja. Das zeigt ja schon, bei mir zumindest ist so, spätestens seit Ante Rebic ist da, was das betrifft, auch mein Herz gebrochen. So, wobei man zum Beispiel ja sogar sagen muss, selbst die Eintracht-Kollegen, da fällt das Tor auf Pauli und dann sagt einer der Kollegen bei Eintracht FM, jetzt ist er nochmal 5 Millionen teurer. Also man sieht ja selbst, dieses Denken hat sich ja selbst im Eintracht-Kosmos intern schon eingeprägt. Das ist eine traurige Entwicklung eigentlich, wenn man die mal mit einem Schritt zurück betrachtet. Dass man dann nur noch in so Summen denkt und sagt, ah ja gut, dann müssen wir es machen. Ich weiß, dass das so ist, aber man kann ja trotzdem mal festhalten, dass das dann auch merkwürdig ist, was das mit einem selber macht. So zu denken, ja okay, having said that, ist es trotzdem so, dass meine Gedankengänge so waren, dass genau, was du gerade gesagt hast, für mich der entscheidende Faktor ist. Du kannst den jetzt im Winter nicht zum selben Preis verkaufen, wie du ihn im Sommer verkauft hättest. Weil Markus Krösche hat bei Fragen nach Mamouche immer von einer gewissen Ausnahmesituation gesprochen. Ja. Und diese Ausnahmesituation muss halt auch da sein. Ja. Und die Ausnahmesituation kann nicht sein, dass da ein Angebot gekommen ist. Also ein normales Angebot ist ja keine Ausnahmesituation bei einem Spieler wie Omar Mamouche. Bei einem Ausnahmespieler. Bei einem Ausnahmespieler ist es keine Ausnahmesituation, wenn ein ganz normales Angebot kommt. So ist es. So, das heißt, fällt aus. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, wir hätten den gerne, was kostet der? Ja, hier 16 Millionen, schau, nee. Da muss schon eine das kriegst du ja auch im Sommer. So, da muss schon eine Notsituation sowohl bei uns als auch bei denen entstehen, dass du sagst, okay, da ist jemand, der desperately einen Spieler haben will, weil seine Saison nicht so läuft, wie sie läuft mit Omar Mamouche bei Manchester City. So, weil du das Gefühl hast, da sind einige Dinge nicht in Ordnung gerade. So, die sind auch vielleicht in einer gewissen Panik. Sozusagen, ey, wir müssen auch für die Fans, wir müssen ein Signal setzen. Manchester City mit Sicherheit nicht zufrieden mit seiner Performance dieses Jahr. Dass die dann sagen, okay, wir sind aus der Not von uns heraus bereit, und die haben das Geld ja leider, bereit, 80 Millionen Euro zu zahlen. Weil das wäre ja dann Ausnahmesituation, dass du sagst, boah, kannst du das ablehnen? Wahrscheinlich nein. So. Aber, und für mich steht und fällt es damit. Und gefühlt, dann setze ich jetzt mal einfach eine Diskussionsgrenze, könnt ihr in den Kommentaren auch gerne machen. Unter 70 Millionen Euro würde ich zum Beispiel nicht mehr von einer Ausnahmesituation sprechen. Nee. Und du sagst einfach sehr viele richtige Punkte, weil du verlierst ja mit Omar Mamouche. Was ich mache. Du verlierst ja mit Omar Mamouche nicht nur einen Top-Stürmer, du verlierst ja ein Herz aus der Kabine raus. Also du reißt ja mit Omar Mamouche das Grinsen. Lass mal ein Herzchen da für Omar Mamouche, vielleicht hält ihn das in Frankfurt. Nein, man reißt ja ein Herzstück aus der Mannschaft, weil der ist ja nicht nur ein geiler Stürmer. Ich bin echter Omar Mamouche-Fan geworden, einfach weil das einfach, was der da macht, das ist nochmal eine Niveaustufe mehr als Büffelherde, als Kolo. Ich finde, Omar ist nochmal eine Spur krasser, ganz einfach. Es ist irgendwie so vom Gesamtpaket her nochmal mehr Impact, als es bislang jemals ein Stürmer, den ich live erlebt habe, bei Eintracht Frankfurt hatte. Und Omar Mamouche ist aber auch ein Connector in der Kabine. Der kann mit den Franzosen, der kann mit den Deutschen gut, der kann mit den Erfahrenen gut, der kann mit den Jungen gut, der geht voran in jeder Aktion. Da weißt du auch einfach mal, gib mal dem Papa den Ball, der macht damit mal. Der läuft halt mal, der dribbelt mal 3 Stück aus und schießt dann noch ein Weltklasse-Tor nach dem anderen. Daher, du schwebst halt auch als Eintracht Frankfurt. Es ist natürlich ein Traumangebot, das müssen wir auch mal festhalten. Also wenn Manchester City, egal ob da jetzt Scheiß dahinter stehen oder nicht, Manchester City klopft an mit Pep Guardiola, dem Mastermind des Fußballs, wo jeder gerne hin möchte, dann macht das was mit dir als Spieler. Dann willst du das annehmen. Aber trotzdem wird die Eintracht ihm halt einen Traum nicht zum Spottpreis gewähren können. Und das ist für alle Beteiligten ein schmaler Grat. Und ich bin sehr gespannt, wie sie es lösen. Und hoffe einfach, bitte Oma, keine Koulibaly-Aktion, keinen dummen Streik. Wenn ihr eine Entscheidung findet, macht die blitzsauber und geh so, dass du mit richtig viel Applaus die Eintracht verlässt, wenn du sie verlässt im Winter. Tatsächlich, weil das ist ja auch ein Szenario, was eintreten kann. Man darf nicht vergessen, wenn sich das jetzt zieht, also wenn Manchester City jetzt plötzlich irgendwann mal, und das dauert ja gefühlt ziemlich lange, irgendwann mal hier dann auch mal uns anruft und sagt, übrigens, sorry, ihr werdet das schon mitbekommen haben, wir haben uns mit dem Spieler geeinigt, vergessen, wir müssen ja auch mit euch noch sprechen. Ja, Leute, dann legt doch mal was auf den Tisch. So. Weil im Endeffekt würde die Bewertung dann viel leichter fallen von den Dingen, die jetzt passieren. Und es würde vielleicht auch so ein bisschen Angst rausnehmen, die ich immer noch habe, dass das so eine Hängepartie wird. So, das hat vor dem Pauli-Spiel schon angefangen. Ich habe zum Beispiel überhaupt nicht damit gerechnet, dass er gegen Pauli überhaupt spielt.
Ja, weil es kann ja auch immer alles passieren. Ja, ich glaube, bei Leroy Sané ja mal so eine Situation, dass er zu Oder Bayern nach wechseln 13 wollte. Minuten das Kreuzband gerissen hat. Und dann ist der Wechsel geplatzt. So, und dann hast du auf beiden Seiten dann... Nur Verlierer. Genau. So, ich meine, das darf man nicht vergessen, bei jeder Minute, die Omar Mamouche noch für die Eintracht spielt, dass dann dieser Wechsel und dann auch diese Planungen, die du dann parallel irgendwie anfängst zu starten mit einem Ersatz, dann auch wieder ad absurdum geführt werden. So, also das ist ja im Endeffekt eine sehr, sehr schwierige Gemengelage gerade, weil, wie du sagst, ja auch noch ein sportlicher Alltag da ist. Also kann ich mich deiner Forderung nur anschließen, dass wenn das passiert, was schlimm genug wäre für die Eintracht, und das hat das St. Pauli-Spiel noch mal gezeigt, wie sportlich dir das auch mit das Herz rausreißen würde, weil viele Situationen ohne Omar Mamouche in diesem Eintrachtspiel gar nicht entstanden wären. Ja. So, es gibt ja Stürmer, die verwerten das Ende einer Kette. So, da hast du dich gut durchkombiniert und dann steht einer da und wächst das Ding rein. Ganz normaler, klassischer Oldschool-Mittelstürmer, wie wir sie hier in unserer Jugend kennengelernt haben. Stürmer. Die Olaf Boddens dieser Welt, Ja, Martin genau. Max. So, aber die haben es ja nicht geschafft, selber Situationen zu kreieren. Und bei Omar Mamouche ist es ja so, der kann aus einer Situation, die eigentlich nicht gefährlich ist, eine gefährliche Situation kreieren und du führst trotzdem 1-0. So, und das aus der Mannschaft rauszureißen, musst du dir mit sehr, sehr viel Geld bezahlen lassen. Und da bleibe ich bei. Das kann man nicht einfach so machen, zu sagen, ach, der wird jetzt gerne wechseln, gell? Jetzt haben wir 16 Millionen, das kriegen wir auch im Sommer. Nein, du musst denen sagen, Leute, das ist eine Freak-Situation und ihr habt so viel Geld. Manchester fucking City hat so viel Geld, dann gebt uns einfach scheiß 80 Millionen, wenn ihr den unbedingt haben wollt. Genau. Und macht nicht so eine Scheiße, dass wir dann bis kurz vor Schluss abwarten müssen und dann am Ende ohne Ersatz dastehen. Weil, und das hat das St. Pauli-Spiel auch gezeigt, und dann bin ich auch schon fertig, Etikette ist in seiner aktuellen Form nicht derjenige, der das 1:1 auffangen kann, sondern der wird auch noch seine Zeit brauchen, weil er halt noch ein junger Spieler ist und quasi so eine kleine Mini-Delle in seiner Entwicklung ganz normal ist. Und ich möchte jetzt auch noch mal eine Lanze mit ihm brechen. Wo waren andere Stürmer mit 22 Jahren, wo Ekitike... Also wir reden immer noch... Ich habe heute auch beim Kollegen Daniel Schmidt gelesen, der dann aufgeschrieben hat, irgendwie 16 Scorerpunkte oder 15 in 23 Spielen. Das sei in Ordnung, aber noch ausbaufähig, wo ich einfach sage, also hallo. Also als zweiter Stürmer neben einem sensationellen Mamouche ist das super. Also die Eintracht hätte ohne Mamouche, mit einem Ekitike, wenn du so einen Stürmer hättest, der dir nach 23 Pflichtspielen so ein Scorer-Pamphlet liefert, hätte jeder gesagt, der hat eine tolle Hinrunde gespielt. Und ich finde, das muss man auch mal festhalten. Der macht gerade eine... Der spürt natürlich auch, dass sich der Druck auf ihn erhöht, dass jetzt auch anders auf ihn geschaut wird in diesem ganzen Mamouche-Geflecht. Und ich hoffe vor allem auch noch eine Sache, dass sich das nicht bis 3.2. hinzieht und wir beim Red Line Day um 19 Uhr stehen. Um 22:56 Uhr macht in England zu und wir müssen dann wieder eine Woche später da stehen und erklären, wie es ist, ohne Mamouche und einer zusammengeflickten Offensive. Auch wenn ich glaube, dass die Offensive Qualität hat ohne Mamouche, sie hat sie trotzdem mit einem Ekitike. Ich finde auch einen Can Uzun, hoffe ich einfach mal, dass er dann in eine Rolle reinwächst. Da kommt auch noch mal ein Chaby, wenn er mal als hängende Spitze eingesetzt würde und nicht mehr auf dem Flügel kleben muss. Aber einen Omar Mamouche ersatzlos jetzt zu verlieren, würde dich halt wirklich große Ziele gefährden und kosten. Und deshalb regelt es schnell, wenn ihr es regeln müsst, in die eine wie die andere Richtung, aber bitte regeln. Ja, bitte regeln. Das ist genau das abschließend dazu, weil diese Dynamik, die da plötzlich reingekommen ist. Eine Sache, die mich hat halt aushalten lassen, war, dass es so wirkte, als wenn das jetzt alles ganz schnell geht. Zack. So, als wenn das jetzt alles, Manchester City hat die 80 Millionen auch schon. Dienstag hat man irgendwie so das Gefühl gehabt, zack, bumm. Ja, und dann hast du ja gedacht, boah, krass, aber gut, wenigstens schnell. Und wenn das jetzt so eine Kaugummi-Nummer wird, dann raste ich aus. Da habe ich keinen Bock drauf. Das kann die Eintracht wirklich bei all den Themen, die momentan da auch neben dem Platz so sind, überhaupt nicht gebrauchen. Also da muss jetzt irgendwie eine Klarheit rein, weil die Mannschaft auch auf dem Platz eine Klarheit braucht. Ja. Da kannst du so einen zusätzlichen Faktor nicht gebrauchen, weil, ganz im Ernst, Digga, morgen ist schon wieder ein Spiel und am Freitag auch schon wieder. Das heißt, wir müssen kurz über Freiburg sprechen. Freiburg spielt auch eine super Saison. Die gehen so ein bisschen unter, weil die sich irgendwie ja gefühlt so Freiburg-mäßig da hochmogeln. So. Du hast jetzt irgendwie keine ikonischen Freiburg-Momente im Kopf, wo du sagst, boah, das Spiel oder das Spiel. Nee, die gewinnen aber. So, genau. Die gewinnen aber, die schaffen es sehr, sehr ruhig, einfach eine Trainerlegende auszutauschen gegen einen jungen Trainer. Auch ein Riesenumbruch. Ja, aber die schaffen das, dass das irgendwie ohne, ja, keine Ahnung, ohne großen Trouble läuft. So, die schaffen das irgendwie, dass das so passiert und die darfst du nicht unterschätzen. Das ist im Endeffekt ganz ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Und da musst du tatsächlich, und Markus Krösch hat es ja im Winter auch nochmal gesagt, da musst du in der Bundesliga da sein, weil das das wichtigste Geschäft ist. Und das ist ein Spiel, du kannst dich jetzt ablenken lassen von diversen Dingen. Aber nein, du musst gegen Freiburg das Spiel gewinnen, was schwer genug wird. Und
die Frage, die sich mir stellt, Christopher, spielt Mamouche jetzt wieder? Oder sagt man jetzt, okay, wir warten jetzt diesen Montag und den Dienstagmorgen irgendwie ab, was für Entwicklungen sich da irgendwie anbahnen und können dann einschätzen, ob sich vielleicht dann, ja, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber ob es sich lohnt, den einzusetzen oder ob man sagt, okay, man muss den jetzt rausnehmen, um den Wechsel nicht zu gefährden. Also ich bin da ehrlich, also außer Man City legt jetzt heute das passgenaue Angebot hin oder eins, das nur noch Millimeter von der Eintracht entfernt ist und man sagt, jetzt ist es nur noch Formsache, dann glaube ich, wird er nicht spielen. Aber das fühle ich gerade nicht. Also ich gehe jetzt, Stand jetzt, knapp 40 Stunden oder wie viele Stunden sind es noch bis zum Anpfiff, gehe ich davon aus, dass Omar Mamouche mitspielen wird, dass er in der Startelf stehen wird und dass er am Ende auch zur Not 90 Minuten spielen wird, wenn das der Spielstand verlangt. Bei Freiburg muss ich einfach sagen, was bei denen schon beeindruckend ist, das ist ja eigentlich eine Mannschaft ohne Neuzugänge jedes Jahr. Also die spielen ja gefühlt, du weißt seit Jahren, du triffst irgendwie auf den Christian Günther auf der linken Seite, du triffst auf den Grifo im Zentrum, da auf rechts rennt der Rizzo Doan rum, vorne ist manchmal dann der Gregoritsch drin, dann ist mal jemand anderes drin, dann haben die noch drei Spieler, haben die noch drei Spieler, die gleich heißen, genau. Ja, Höfler, Höfelmeier, also dann kommt noch ein Rosenfelder irgendwie wieder aus der eigenen Jugend, ja. Dann ist da drin der Artubolo. Also irgendwie Freiburg spielt seit Jahren mit einer Mannschaft, wo du vor der Saison denkst, irgendwann müssen die doch mal abkacken und sie tun es einfach nicht, weil sie in sich enorm gefestigt sind. Ich erwarte jetzt morgen kein Torfestivalspiel und sage ganz ehrlich, wenn es am Ende wieder ein 1-0 geben sollte oder ein 2-1, dann glaube ich, wird es die Eintracht nehmen, weil das ist ein 6-Punkte-Spiel. Und dann hättest du die Freiburger, glaube ich, für eine lange Zeit wirklich hinter dir gelassen. Und ich glaube, dann hättest du die Chance in der Mixtur, Pauli-Sieg und Freiburg-Sieg in den Flow wiederzukommen, den du dann vielleicht auch, um den Blick zum Abrunden zu machen, den du dann zu dem Topspiel gegen Dortmund wirklich gut gebrauchen könntest. Weil der täte dir richtig gut, dieser Flow. Man darf nicht vergessen, und ich vergesse das auch die ganze Zeit immer, es ist ja eigentlich der Abschluss der Hinrunde dann. Ja. Wenn du die Hinrunde mit 33 Punkten abschließen würdest, das wäre wahnsinnig. Also das darf man auch nicht vergessen, aufgrund vielleicht dieser kleinen Dinge, die da irgendwie ins Wackeln geraten sind in den letzten Wochen, oder vielleicht, dass die Spiele nicht mehr ganz so krass waren. Aber wenn du 33 Punkte nach der Hinrunde hast, dann kannst du aber eigentlich mal mit so einer Körperhaltung in dieses Dortmund-Spiel gehen, weil die momentan auch nicht diese Körperhaltung haben. Also Borussia Dortmund hat auch andere Probleme, wo man sagen kann, okay, die werden sich jetzt nicht in der englischen Woche lösen, nur weil die dann mal gegen Kiel vielleicht gewinnen, wenn überhaupt, sondern du hast wirklich eine gute Chance, dich selber auch wieder anzuzünden, indem du jetzt gegen Freiburg gewinnst und dann mit breiter Brust gegen Dortmund auftrittst, innerhalb kürzester Zeit. Und das ist ja nicht so, dass man dann sagt, dann können wir jetzt mal durchatmen. Nein, dann geht's ja gerade weiter. Dann hast du Europa zu Hause, Europa auswärts, dann hast du hier. Also im Endeffekt habe ich das Gefühl, die Eintracht muss gewisse Dinge klären und dann loslegen. Weil es ist jetzt schon losgegangen. So, es ist jetzt keine Zeit mehr zu sagen, ja, da müssen wir jetzt mal langsam uns reingrooven. Nein, Leute, es ist jetzt der Abschluss der Hinrunde und dann geht es direkt weiter. 3 Tage später fängt die Rückrunde an. Eine merkwürdige Sache, aber es ist so. Deswegen, Eintracht, es gibt nur ein Motto für die nächsten Wochen. Das heißt, Pam, Pam, Pam. Kämpfen und siegen. Ja, liebe Freunde, viel, viel los aktuell und ich würde am liebsten einfach nur ins Bett. St. Pauli hat mich ein bisschen dahin gerissen. Ihr könnt euch aber das St. Pauli-Spiel nochmal angucken. Marvin und ich haben es hier nochmal kommentiert, inklusive dieses meiner Meinung nach sensationellen Tores von Omar Mamouche. Und ansonsten bleibt halt nur die Hoffnung, dass sich alles in irgendeiner Art und Weise klären wird. Also wir müssen in irgendeiner Art und Weise zusammenhalten, Leute. Und ja, Eintracht Frankfurt.